Schönen guten Tag, liebe Freunde, danke für das Einschalten. Juri aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. Ich hoffe, euch geht's gut und die Arbeitswoche hat für euch angenehm und erfolgreich angefangen. Wir haben in Sibirien immer noch kalte Temperaturen. Es gab schon Plustemperaturen bei uns in Irkutsk, aber der Winter will uns nicht verlassen und wir haben draußen immer noch zwischen minus 10 und 20 Grad Celsius. Der Frühling lässt auf sich noch warten. Das dauert. Ich rechne mit den wärmeren Temperaturen erst nach dem 8. März, wenn der Frauentag vorbei ist. In diesem Video möchte ich euch weitere Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. Russland ist ein sehr großes Land und jede Woche passiert bei uns etwas Interessantes. Und ich versuche für euch aktuelle Nachrichten zu finden, die für euch als Ausländer interessant sein können. Habt ihr wirklich ein Interesse für das Leben in Russland? Dann bleibt gerne dran. Los geht's! Kartoffelpreise. Im Januar wurde die Region Mordwinien mit den niedrigsten Kartoffelpreisen in Russland. Im Durchschnitt kostete ein Kilogramm dort nur 32 Rubel. Zu den 3 Regionen mit den günstigsten Preisen gehören auch die Region Bryansk und Baschkirien mit 33 bzw. 35 Rubel pro Kilogramm. Etwas höher lagen die Preise in der Region Pensa mit 35,3 Rubel und in der Region Smolensk mit 35,4 Rubel. In der Region Nizhny Novgorod lag der Durchschnittspreis bei 36,3 Rubel. Den 10. Platz unter den Regionen mit den niedrigsten Preisen belegt die Region Kostroma mit 37,4 Rubel pro Kilogramm. Zum Vergleich: in Moskau lag der Durchschnittspreis bei 54,6 Rubel, in St. Petersburg bei 50,5 Rubel pro Kilogramm. Russland belegt weltweit den 5. Platz bei der Kartoffelproduktion. Gleichzeitig wurden die größten Preissteigerungen im Segment Obst und Gemüse verzeichnet. Zitronen verteuerten sich um 19,8% auf 308,9 Rubel pro Kilogramm. Gurken stiegen um 20,1% auf durchschnittlich 362,2 Rubel pro Kilogramm. Renten in Russland. Der Unterschied zwischen der höchsten und der niedrigsten durchschnittlichen Rente in den Regionen Russlands lag im Januar 2026 bei 23.327 Rubel. Der höchste Wert wurde im autonomen Kreis Tschukotka verzeichnet. Dort erreichte die durchschnittliche Rente 41.932 Rubel. Zum Vergleich: in der Republik Dagestan lag sie bei 18.605 Rubel. Im landesweiten Durchschnitt betrug die Rente zum 1. Januar 2026 25.254 Rubel. Das sind 2.000 Rubel mehr als im Vorjahr, als der Wert bei 23.175 Rubel lag. Dabei gibt es Unterschiede zwischen arbeitenden und nicht arbeitenden Rentnern. Erstere erhalten im Schnitt 23.279 Rubel, letztere 25.678 Rubel. Das höchste durchschnittliche Rentenniveau unter den Föderationskreisen wurde im zentralen Föderationskreis festgestellt, mit 25.484 Rubel. Seit dem 1. Januar 2026 wurden die Versicherungsrenten für alle Rentner um 7,6% indexiert. Diese Maßnahme führte zu einem allgemeinen Anstieg der Auszahlungen. Der Vorsitzende der Partei Gerechtes Russland, Sergei Mironov, schlug vor, die Renten vierteljährlich anzupassen. Seiner Ansicht nach sollte die Indexierung alle 3 Monate erfolgen und nicht nur einmal im Jahr auf Basis veralteter Inflationsdaten. Er betonte, dass die Rentenanpassungen im aktuellen System nicht mit der realen Preis- und Tarifentwicklung Schritt halten. Kündigungen ins Ungewisse. Immer mehr Russen kündigen ihren Job, ohne bereits eine neue Stelle zu haben. Das berichtet der Experte Alexander Smirnov.
Ihm zufolge hängen diese sogenannten Kündigungen ins Ungewisse nicht nur mit der Lage auf dem Arbeitsmarkt zusammen, sondern auch mit Erschöpfung, Burnout und einer Neubewertung persönlicher Prioritäten nach mehreren Jahren der Instabilität. Der Anteil der Bewerber, die erst nach der Kündigung mit der Jobsuche beginnen, wächst. Während früher viele Arbeitnehmer zunächst ein Angebot einholen wollten, bevor sie kündigten, entscheiden sich heute immer mehr dafür, zuerst ein belastendes Arbeitsumfeld zu verlassen und erst danach über den nächsten Schritt nachzudenken. Auch Arbeitgeber bestätigen diesen Trend. Die Zahl der Eigenkündigungen ohne konkrete Pläne nimmt zu. Ein zentraler Grund ist Burnout. Angesichts hoher Arbeitsbelastung, Stellenabbau und ständiger Veränderungen entscheiden sich viele Fachkräfte bewusst für eine Neustartphase, selbst wenn dies vorübergehend geringere Einnahmen bedeutet. Besonders deutlich zeigt sich dieser Trend in Branchen mit hohem Arbeitstempo wie IT, Medien, Finanzwesen und Vertrieb. Viele sprechen von anhaltender Erschöpfung und fehlender Work-Life-Balance. Ein weiterer Faktor ist der Wandel im Karriereverständnis. Nach der Pandemie und wirtschaftlichen Erschütterungen legen viele Arbeitnehmer weniger Wert auf Stabilität um jeden Preis. Stattdessen gewinnen Flexibilität, Remote-Arbeit, eine angemessene Arbeitsbelastung und transparente Vergütungssysteme an Bedeutung. Wenn Arbeitgeber diese Erwartungen nicht erfüllen, entscheiden sich Beschäftigte häufiger für einen Wechsel. Ein dritter Punkt ist die wahrgenommene Zugänglichkeit des Arbeitsmarktes. In Zeiten des Fachkräftemangels entstand der Eindruck, dass neue Jobangebote schnell verfügbar sind. Doch im Jahr 2026 kühlt sich der Markt spürbar ab. In einigen Branchen sinkt die Zahl der offenen Stellen, die Konkurrenz nimmt zu und die Jobsuche kann länger dauern als erwartet. Hinzu kommt ein finanzieller Aspekt. Einige Arbeitnehmer legen bewusst eine Pause ein, wenn sie über Ersparnisse oder familiäre Unterstützung verfügen. Andere setzen auf Freelance-Projekte oder befristete Tätigkeiten. Ohne finanzielle Rücklagen kann eine Kündigung ohne neues Angebot jedoch zu Einkommenseinbußen führen und die Verhandlungsposition bei der nächsten Anstellung verschlechtern. Sauna im Winter. Der Kontrast heiße Sauna, Kälte gilt als gesund, ist jedoch nicht für jeden geeignet und kann den Körper stark belasten. Darauf weist der Arzt Shotakalandia hin. In der Sauna erweitern sich die Gefäße, der Puls steigt und der Blutdruck sinkt. Beim plötzlichen Wechsel in die Kälte geschieht das Gegenteil. Die Gefäße verengen sich und der Blutdruck steigt. Solche Temperaturwechsel können Herzrhythmusstörungen, Schwindel oder Ohnmacht auslösen. Besonders vorsichtig sollten Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes oder Atherosklerose sein. Das Risiko steigt zusätzlich bei Dehydrierung und beim Konsum von Alkohol. Der Experte betont, Abhärtung sollte schrittweise erfolgen. Milde Abkühlung ist sicherer als extreme Kälte. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare und interessante Fragen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss. Deutsche Freunde, kommt vorbei. Hier in Sibirien sind wir immer frei. Kommt zu uns, wir feiern unter dem Sternenzelt. Mit Wodka und Geschichten in unserer wunderbaren Welt. Freunde für immer.